Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga-Bergen Konga-Crafts. Kennt ihr das auch? Ihr seid in einem Club, Fitnessclub zum Beispiel, und bekommt eine Karte ohne Loch, ohne irgendwas. Und dann weiß man nicht, wohin damit. Man muss sie zeigen, wenn man in der Rezeption ist. Man muss sie eventuell auch in diese Geräte reinstecken, so wie bei mir. Ich mache das Milon-Training, da muss man immer die Karte reinstecken, dann tut sich alles automatisch einstellen, Gewicht und alles. Und dann geht es nächste und dann möchten wir aber wieder mal was anderes trainieren und dann wohin mit der Karte. Die Männer haben da kein Problem, die haben meistens eine Tasche in den Hosen. Aber bei uns Frauen, wir haben keine Taschen in den Hosen, also die meisten nicht. Außerdem wird es viel zu euch auftragen. Also dachte ich mir, ich mache ein kleines Täschchen und zum Umhängen. Und dann habe ich sie immer bei mir, habe sie schnell rausgeholt. So kann es nicht passieren, dass ich die Karte verliere oder irgendwo liegen lasse. Das Material dazu, was ich verwende, hier nehme ich zum Beispiel solche Glitzerfolie, gefällt mir sehr gut, in Silber. Das findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Auch sämtliche andere Infos zu dem Video findet ihr auch unten in der Infobox. Und ich mache hier keine Werbung für irgendwelche Firmen, sondern das mache ich von mir aus, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Und wenn euch mein Kanal gefällt und meine Videos, könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Und wenn ihr dann noch die kleine Glocke nebendran aktiviert, dann bekommt ihr immer Infos, wenn es was Neues von mir gibt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Druckt euch das kostenlose Schnittmuster aus. Dann legt die zugeschnittene Folie darauf und schlagt hier bis zur Linie um. Dann klammern, nicht stecken, weil Nadeln können Löcher hinterlassen, die nicht mehr weggehen. Und dann hier entlang zusammennähen. Stichlänge 3,5, Anfang und Ende verriegeln, also vor, zurück und wieder vor. Nun wieder auf den Schnitt legen, die Kante ist hier innen und jetzt bei der nächsten Linie nach innen falten. Und wieder klammern. Nun hier nähen, also hier anfangen, bei der Öffnung 2 Stiche vor, zurück, wieder vor, weiter und hier wieder doppelt nähen bis zum Ende. Stichlänge 3,5 und Anfang und Ende verriegeln. Jetzt wieder auf den Schnitt legen und bei der letzten Linie oben nach innen umklappen. Hier ist die Öffnung. Und wieder klammern. Und knappkantig hier wieder mit Stichlänge 3,5 entlang nähen. Anfang und Ende verriegeln. Nun ein Loch reinmachen. Ich nehme dazu einen normalen Locher. Die Mitte anzeichnen, das ist hier ungefähr bei 3,3. Dann die Mitte vom Locher suchen und erst ganz an den Anschlag, aber gleich 3 mm zurück und dann erst runterdrücken. Weil wenn das Loch zu tief ist, ist es schwieriger, die Karte raus und rein zu stecken.
Wenn ihr es einfach wollt, nehmt ein Satarband, das ungefähr 5 cm länger ist, als ihr es braucht. Und dann macht ihr hier einen Knoten und hier am Ende und schon ist es fertig. Ich nehme Schrägband, das ich der Länge nach links auf links zur Hälfte zusammenlege und zusammennähe. So wie hier. Also links auf links zusammenlegen und durch das Loch ziehen. Und jetzt das Band rechts auf rechts legen und darauf achten, dass ihr dabei das Band nicht verdreht. Die kurzen Enden rechts auf rechts legen und klammern oder stecken. Achtet darauf, dass alles korrekt aufeinander liegt. Und dann hier entlang nähen, Anfang und Ende verriegeln. Der Kreis ist geschlossen. Die Nahtzugabe mit dem Fingernagel auseinanderstreichen und die schon vorgebügelten Seiten wieder zur Mitte legen. Und dann das gesamte Band alles zur Hälfte falten. Klammern. Und knappkantig hier entlang der offenen Kante nähen. Fangt am besten an der Naht vom Zusammennähen an. Und anschließend die geschlossene Kante entlang nähen. Hier sind die Anfangsnähte. Das Band so durchziehen, dass diese Anfangsnähte hinter dem Loch auf der Rückseite sind. Und dann das Band darüber legen. Und hier über dem Loch mit mehreren Stichen zusammennähen. Und fertig ist eure CKT, Clubkartentasche, in die man ganz schnell die Karte reinschieben und wieder rausholen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das Material und was sonst noch das Info betrifft, das Video betrifft, das Info betrifft.